Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy erfüllen wir uns gerade den Traum der Panamerikaner. Zurzeit befinden wir uns in den kanadischen Rockies. Doch auch wenn es natürlich auch hier einige zu Recht berühmte Orte gibt, so sind wir von den weniger bekannten Plätzen fast noch mehr fasziniert. Wie so oft lohnt es sich auch hier von den Touristen-Hotspots abzuweichen und so den einen oder anderen Geheimtipp für sich zu entdecken. Willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir verlassen ganz kurz Banff National Park und befinden uns nun im Kootenay National Park und wir nehmen euch gleich mit und sehen uns einen Canyon an. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Der Kootenay Nationalpark hat eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich, denn vor etwa 20 Jahren hat es hier übelst gebrannt. Während 40 Tage lang wurden über 170 Quadratkilometer Wald abgebrannt. Also man sieht rund um uns herum, wo es gebrannt hat. Aber man sieht auch, wie die Natur sich wieder erholt und die neuen Bäume wachsen. I just feel so lucky, still can't believe you love me. I hope it never ends, this being more than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. In Kanada lohnt es sich auf jeden Fall immer, zu diesen roten Stühlen hinzugehen, denn die werden besonders da aufgestellt, wo es eine schöne Aussicht gibt. Und ich würde sagen, die haben uns noch nie enttäuscht, oder? Mhm. Auch hier sieht es richtig cool aus. Und man sieht das Ausmaß vom Brand vor 20 Jahren. Also es ist Ja, unglaublich, das kann man sich so nicht vorstellen. das muss riesig gewesen sein. Also, Red Chairs. Feel so lucky, still can't believe you love me. Falling into your arms, dancing up in the stars. Oh, where I'd rather be than with you. Ursprünglich entstand dieser Canyon durch einen Spalt im Fels, aber dazu kam noch das Gletscherwasser, das von hinten aus den Bergen hier hervorkommt. Und bei diesen Bewegungen durch das Wasser hat sich dieser Canyon immer weiter vertieft. Das passiert auch heute noch natürlich. Die Wasserfälle hier hinten, die bringen das Gestein weiter zum Erodieren und auch zum Einstürzen und somit wird der Canyon immer länger. Wir gehen jetzt weiter. Es gibt noch einen weiteren Punkt hier zu sehen und wir sehen uns da. Und keine 3 Kilometer weiter sind wir angekommen an den Paint Pots. Ja, und der Name lässt schon vermuten, hier sind Wasserlöcher mit ganz besonderen Farben und das sehen wir uns natürlich an.
Farbe hier kommt vor allem durch den Ocker im Boden zustande und vom oxidierten Eisen. Und seit Tausenden von Jahren bereits kommen indigene Völker hierher, um den Ocker als Farbmittel mitzunehmen. Es gab ja auch Minen für den Abbau, aber die wurden dann mit der Entstehung des Nationalparks natürlich eingestellt. Ja, und in Kombination mit den Quellen, die hier unterirdisch vorhanden sind, ja, gibt es hier eben diese 3 Pots, die so interessante Farbkombinationen aufweisen. Wir gehen jetzt langsam wieder zurück zum Van und ja, unterwegs der Weg ist sicher auch nochmal sehenswert. Wir waren ja im letzten Video bei den Inkpots in Banff und die sahen ja komplett anders aus. Also die Farbe war ja komplett anders und die hatten ja mehr so blau-grüntöne und hier war es ja mehr so Ockerfarbe. Auch sehr interessant zu sehen. Und abgesehen davon, wie heißt der Nationalpark, wo wir jetzt sind? Kootenay? Kootenay. Habt ihr schon mal was davon gehört? Also, und der hat so viel zu bieten. Eine richtige Empfehlung dafür. Und bevor es bei uns weitergeht, habt ihr die Möglichkeit, bei unserem Langzeitpartner Jackery etwas richtig Cooles zu gewinnen. Jackery wurde vor 10 Jahren in Kalifornien gegründet und stellt Lösungen für den Autoenergiebedarf her. Das Produkt, aber auch die Philosophie zu Klimaschutz oder Nachhaltigkeit überzeugt weltweit und so wurden schon über 1,5 Millionen Einheiten verkauft. Und es sind auch über 100 autorisierte Medien und Organisationen dabei, die die Marke offiziell empfehlen. In unserem Van mit dabei haben wir immer die Powerstation Explorer 500 und das Solarpanel SolarSaga 100 mit dabei. Damit lassen sich alle unsere elektronischen Geräte ganz bequem über USB, 12 Volt Anschluss oder über den 230 Volt Stecker laden. Aufgeladen wird die Powerstation über 3 verschiedene Möglichkeiten. Wir nutzen am liebsten die Sonne und laden die Powerstation mit unserem Solarpanel. Und das Beste ist, die Geräte gibt es in verschiedenen Größen und somit kann man das alles auch viel größer dimensionieren und auch den erhöhten Bedarf im Sommer abdecken. Da läuft ja immer der Kühlschrank und weitere Geräte und so kann man definitiv Energieengpässe vermeiden. Zum Gewinnspiel kommt ihr über diesen Link. Wir packen ihn euch natürlich wie immer auch in die Videobeschreibung mit ein paar weiteren Infos und alle weiteren Details und die Teilnahmebedingungen findet ihr dann unter dem Link. Ich kann schon mal so viel sagen, es ist wirklich super easy, macht also unbedingt mit, es lohnt sich. Und für uns geht's jetzt an den Schlafplatz. Wir sind an unserem Platz angekommen für diese Nacht. Ach, die Fahrt hierher war ja schon ein richtiger Traum und allgemein die Natur, das also unglaublich. Vor allem halt auch die Dimensionen, das ist, kennen wir ja gar nicht so aus Europa.
Und ja, ich würde so gerne meine Drohne fliegen lassen, aber ja, wir sind im Nationalpark, da ist es leider verboten und wir haben Banff angeschrieben, ob es vielleicht eine Ausnahme geben könnte, aber verständlicherweise nicht. Und ja, somit keine Drohnenaufnahmen zurzeit, aber vielleicht später dann. Ja, wir sind angekommen. Die Fahrt hier, das war ja wieder mal ein richtiger Traum, unglaublich. Mittlerweile sind wir aber weitergefahren zum Yoho Nationalpark. Der befindet sich nicht weit weg vom Kootenay Nationalpark, wo wir gestern waren. Und hier gibt es doch einiges zu sehen. Also, zuerst mal umziehen und dann geht's los. Wir starten heute bei den Wapta Falls. Es ist ein 2,5 Kilometer langer Weg hin und dasselbe nochmal zurück. Und da soll es wohl die größten Wasserfälle in diesem Tal geben. Also sind wir gespannt. Ja, man sieht, die Tage ist wirklich das Wetter viel besser. Es ist ganz schön warm. Auf diesem Trail sind zwar ein bisschen mehr Mücken, aber ich riskiere es jetzt. Man hört schon langsam das Rauschen des Wassers, also allzu weit kann es nicht mehr sein. Mal schauen, ob es das hält, was es verspricht. Ja, also das sieht doch schon ziemlich massiv aus. Ich glaube, es ist vor allem die Wassermenge, die es zum größten Wasserfall in diesem Tal macht. Aber ja, wir gehen jetzt noch weiter runter und vielleicht haben wir da noch mal eine andere Sicht. Ist das nicht eindrücklich? Wow! Mal wieder ein Riesenspektakel und das Wasser, das hat so eine schöne Farbe wieder. Diese Nationalparks machen mich wirklich verrückt, das ist unglaublich. Wir setzen uns jetzt mal ein bisschen hin und genießen hier ein bisschen die Zeit. Glaube ich wirklich vom Gletscher. Richtig kalt. Aber es tut gut, es erfrischt so. War wirklich sehr schön und auch erstaunlich entspannend und
der Weg ist ja nicht so anstrengend, also das ist auf jeden Fall wert. Für uns geht es jetzt weiter und wir sehen uns am nächsten Ort. Und so sind wir schon am nächsten Ort angekommen. Eigentlich ist es noch ein Zwischenhalt zum eigentlichen Ziel, aber hier gibt es einen coolen Wasserfall, also sehen wir uns den auch an. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, oder? Jetzt fahren wir aber an unser eigentliches Ziel und ich glaube, das hat es nochmal richtig in sich. Die Aussicht auf jeden Fall ist wieder mal grandios. Hier sind wir nun an unserem Ziel angekommen, dem Emerald Lake. Es ist sicherlich einer der bekannteren hier in den Nationalparks und wir wollen uns definitiv auch die Stelle hier hinten noch ansehen. Doch wir dachten uns, wir machen erst eine kleine Runde um den See, es sind etwa 5 Kilometer und wir nutzen die Gelegenheit und erzählen noch ein bisschen was. Just a dream, just all in my head. Der Yoho-Nationalpark gehört wie auch Kootenay und Banff und Jasper zu diesen 4 Nationalparks hier in den Rocky Mountains und seit 1985 sind sie berechtigterweise natürlich auch UNESCO-Weltkulturerbe. Sie haben alle so viel zu bieten, obwohl man sagen muss, dass ja Yoho, aber vor allem Kootenay eigentlich sehr unbekannt sind. Also gerade von Kootenay hatten wir vorher noch nie was gehört und hier, ja, diesen Nationalpark kennt man vor allem wegen dieses Sees, aber es gibt eigentlich wirklich so viel mehr auch zu sehen. Der Vorteil davon ist, es sind wenigstens weniger Besucher überall. Tell me and be honest. Tell me should I've known that you'd believe in me. So painfully quiet and slow. I try my best to move on, to let go. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. Keine Ahnung, wie oft ich das in diesem Video gesagt habe, aber ich komme einfach nicht klar mit dieser ganzen Natur. Also, wenn ich mich hier einmal um die eigene Achse drehe, das ist, egal wo man hinschaut, es ist unglaublich schön. Wow. That you would believe in me just like the winter snow. Tell me and be honest. Tell me should I know that you'd believe in me. Wir sind wohl in der Hälfte des Wegs angekommen oder fast in der Hälfte. Auf jeden Fall ist es das Ende oder eigentlich der Anfang des Sees, denn von hier hinten kommt das Gletscherwasser rein in den See. I try my best to move on, letting go. Letting go. Tell me should I know?
Die Rocky Mountains erstrecken sich über 2 Provinzen, nämlich über Alberta und British Columbia. Und ja, ich muss zuerst hier durch. Genau, über Alberta und British Columbia. Und ja, British Columbia ist auf jeden Fall noch ein Ziel, was wir auf dem Rückweg aus Alaska mitnehmen werden. Und auch die Nationalparks, also zum Beispiel Kootenai und Yoho, befinden sich im BC-Teil und Banff und Jasper, die 2 bekannten und berühmten, befinden sich eher in Alberta. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ist schon lustig, wie auf dieser Seite des Ufers die Natur irgendwie doch anders ist. Hier ist alles viel feuchter und es gibt ja auch viel mehr von diesen Holzstegen. Aber ja, dadurch wird auch so ein Trail erstaunlich interessant. Das sind wie Trampolins. Aber wir sind fast am Ende. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Geht's? Ja, muss irgendwie, oder? Von wegen ist es hier viel feuchter. I know you've tried so hard. Wow, die Aussicht ist einfach jedes Mal wieder so unglaublich. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. Wir sind am Ende unserer Runde angekommen und ja, auch die Sonne geht langsam unter. Es gibt so eine wunderschöne Abendstimmung. Aber das heißt für uns auch, dass wir langsam zum Van und ins Camp zurückgehen. Ja, ich glaube, wir haben heute und gestern auch sehr viele schöne Orte gesehen, die wir vorher noch gar nicht kannten und nicht auf dem Radar hatten. Hoffentlich ist es auch bei euch so und wir konnten euch etwas Neues zeigen. Wenn dem so war und euch die Natur genauso gefallen hat wie uns, lasst uns doch ein Like da, ein Abo am besten und auch einen Kommentar. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Etwa 20 Jahren war hier ein Brand. War hier ein Brand. Ja, und der Name lässt schon vermuten,